Hallo und herzlich willkommen in meinem Strickpodcast. Ich bin Ilona, ich bin Strickerin und Übersetzerin, daher auch der Name meines Podcasts. Wie ihr wisst, wenn ihr zum ersten Mal eingeschaltet habt, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ihr dazu gekommen seid. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr abonniert oder kommentiert und die Benachrichtigungsglocke einschaltet. Das würde meinen Podcast noch ein bisschen bekannter machen und unseren Austausch vielleicht auch noch aktiver gestalten, sodass ich noch mehr Ideen habe, ohne dass ich jetzt irgendwie bisher Schwierigkeiten hatte, neue Ideen zu haben. Aber neue Ideen schaden nie. Sie bereichern uns alle. Und ja, in meinem Podcast geht es ums Stricken und manchmal ums Übersetzen. Aber meistens sind das strickbezogene Themen. Das ist nicht immer das Stricken an sich, also im Sinne, dass ich nur Projekte zeige. Ich habe, glaube ich, eine etwas andere Art von Podcast als so die meisten Strickpodcasts. Ich zeige nicht die ganze Zeit, was ich stricke. Ich zeige das oft, aber ich würde, weiß ich nicht, vielleicht sind das so 50% des Contents, vielleicht manchmal 60-70% des Contents und manchmal zeige ich ganz wenig Gestricktes oder nur eine gestrickte Sache, eine halbe Stunde lang. Ja, ich versuche immer so ein bisschen meine pädagogische Ader hier auch zum Vorschein zu bringen, beziehungsweise ich kann sie gar nicht loswerden. Also ich bin halt mit Leib und Seele nicht nur Übersetzerin und Strickerin, sondern auch Übersetzer oder Übersetzungstrainerin und Autorin für Übersetzungslehrbücher und demnächst übrigens auch Prüferin an einem staatlichen Übersetzer- und Dolmetscherprüfungsamt, worüber ich sehr froh bin, über diese Ehre. Aber darum geht es nicht. So, jetzt merke ich wieder, ich schweife ab. Ja, also mir geht es primär bei diesem Podcast darum, mich mit euch auszutauschen über das Strickerinnenleben sozusagen. Ja, und deswegen sind das natürlich auch andere Themen, weil ich nicht immer das Gleiche stricke, also nicht immer zum Beispiel nur Socken. Socken stricke ich übrigens gar nicht so gerne. Bei mir liegen einige einsame Socken rum, die auf die zweite Socke warten, beziehungsweise viele angefangene Socken, die ich nicht beenden kann. Also ich habe alles versucht, aber gerade so seit ein paar Monaten ist wieder sehr wenig auf der Sockenfront passiert. Ja, aber was ich immer versuche, ist halt irgendwie einen Mehrwert mit diesem Podcast zu bewirken und euch auch einfach andere Einblicke in mein Strickerleben zu gewähren, zum Beispiel in das Strickdesign oder in das Übersetzen von Strickanleitungen oder ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang auch noch auf meine Auswertung oder auf eine Vergleichsstudie zu Seidenmohair Mischgarnen hinweisen. Ich glaube, das war Folge 4 von meinem Podcast, wo ich halt verschiedene Silk Mohairs miteinander verglichen habe, was Länge angeht, was Preise angeht. Das kann man alles herunterladen bzw. sich die Folge anschauen. Da spreche ich sehr viel darüber. Ja, also ich versuche immer irgendwie so ein bisschen mehr Content, mehr Inhalt reinzubringen und nicht nur zu zeigen, was ich stricke oder was ich stricken möchte. Und heute haben wir wieder so ein Thema. Heute geht es um Geschenke für Strickerinnen und Stricker. Und diese Folge ist nicht nur für Strickerinnen und Stricker gedacht eigentlich, sondern auch für eure Ehemänner, Ehefrauen, Freundinnen, Partnerinnen, Partner, was auch immer, bekannte Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, denen ihr vielleicht diese Liste zumindest schicken könnt oder vielleicht die Folge weiterleiten könnt, falls ihr gefragt werdet, was ihr zum Geburtstag, zu Weihnachten, zu welchem Anlass auch immer geschenkt bekommen wollt. Denn die Erfahrung habe ich gemacht. Ich werde immer wieder von Freunden und Familie gefragt, ja, was ich mir zum Geburtstag wünsche oder was ich mir zu Weihnachten wünsche und keiner von ihnen strickt. Und ich möchte aber nur strickbezogenes vorwiegend. Ja, natürlich gibt es auch mal, weiß ich nicht, Möbelstücke oder so, die ich austauschen möchte. Aber man kann jetzt nicht als Geschenk ein Möbelstück, normalerweise nicht, nennen. Deswegen, ja, habe ich selbst regelmäßig Schwierigkeiten gehabt, meinen Freunden und Freundinnen zu sagen, was denn ich haben möchte, ohne ganz genau das Ding zu nennen. Ja? Also man möchte ja nicht jedes Mal sagen, ja, kauf mir dieses Nadelset oder so. Das ist irgendwie so unromantisch.
Also dachte ich, ich mache mal eine Folge drüber, was man alles Strickerinnen und Strickern schenken kann. Und zwar habe ich eine Liste erstellt, die werdet ihr dann in der Beschreibung finden. Und diese Liste ist unterteilt in Abschnitte nach Preisspannen. Ja, also ich fange mit den günstigsten Geschenken an und ende entsprechend mit den Geschenken, die quasi ja, unendlich teuer sein können, müssen sie nicht, aber genau, ich habe die Preise gar nicht so geschrieben, aber das wird dann so, werden so Preise ab 100 also ab 100 aufwärts sein. Ja, falls ihr zu den Zuschauerinnen und Zuschauern gehört, die nicht so gerne sich ja, konkrete Gegenstände anguckt, wie, weiß nicht, Hinweise auf bestimmte Marken, Hinweise auf bestimmte Hersteller und so weiter, dann ist diese Folge vielleicht nicht unbedingt für euch. Aber vorweg möchte ich sagen, alles, was ich hier heute zeige, habe ich entweder selbst gekauft oder wurde mir von meinen Freunden von ihrem persönlichen privaten Geld gekauft und geschenkt. Und ich wurde von keinem dieser Hersteller beauftragt. Aber ich mag diese Hersteller, deswegen zeige ich sie auch. Ja, ich möchte, das ist ja, also es ist nichts dabei, finde ich. Ich gucke mir solche Sendungen auch manchmal an. Oder ich habe nichts gegen solche Folgen bei meinen Lieblingspodcasterinnen und Podcastern, wenn sie mal ganz konkrete Marken nennen, von denen sie überzeugt sind, dass sie gut sind. Ja, weil ich möchte ja auch als Strickerin Tipps bekommen darüber, was gut ist, was ausprobiert wurde von jemandem und was ich vielleicht auch ausprobieren könnte. Natürlich, Geschmäcker sind verschieden. Also das, was mir gefällt, gefällt vielleicht jemand anderem nicht. Auch was zum Beispiel Stricknadeln angeht. Das ist ja Geschmackssache, Körpersache, was auch immer. Aber dennoch, ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, dass wenn meine Lieblingspodcasterinnen etwas beschreiben, wie sich das für sie anfühlt zum Beispiel, und ich das dann, also ich meine Kaufentscheidung davon abhängig mache, dass das meistens ganz gut funktioniert eigentlich. Ja? Wir können uns halt nicht alles persönlich angucken, alles anfassen, bevor wir es kaufen. Und oft ist so ein Tipp oder Tipps von mehreren verschiedenen Leuten, die nichts miteinander zu tun haben und die auch nicht beauftragt wurden, eigentlich ganz nett. Und dann kann man gucken, okay, ich bin in den meisten Sachen mit dieser Podcasterin einverstanden, also wird das wohl auch mit dieser Sache hinhauen und damit habe ich, wie gesagt, gute Erfahrungen gemacht. Ja, von daher hoffe ich, dass ich euch mit dieser Liste was Gutes tun kann, einen Mehrwert bieten kann. Und da bald ja Weihnachten ist, das merkt man daran, dass es immer mehr Adventskalender gibt, beziehungsweise dass immer wieder so Wellen von Woll-Adventskalendern kommen. Ja, und damit wir alle zu Weihnachten und Adventszeit bei unseren Freundinnen und Freunden stricken oder selbst nicht ohne Geschenke dastehen, kommt jetzt eine Liste und eine Beschreibung. Beziehungsweise nicht Beschreibung, sondern ich werde halt die Liste durchgehen. Das, was ich da habe, werde ich auch zeigen, beziehungsweise Fotos dazu einblenden und vielleicht meine Erfahrungen, also einfach nur was dazu erzählen, ja, damit das halt auch ein bisschen unterhaltsam ist. So, wir fangen mit ein paar Geschenkvorschlägen oder Ideen an, die budgetunabhängig sind, ja, also die quasi von einem Cent bis unendlich vielen Euros gehen können. Das sind natürlich Gutscheine. Ja, Gutscheine kann man in einem Wert von, keine Ahnung, 5 Euro bis 1000 Euro und darüber hinaus verschenken. Das muss ich euch nicht sagen. Gutscheine für, weiß nicht, Wollshops, für was noch? Ja, Garnhersteller, Online-Shops und so weiter gehen natürlich immer. Was noch preisunabhängig ist zum Beispiel die gemeinsame Strickzeit. Die kann man verabreden, völlig unabhängig von irgendwelchen kostenpflichtigen Veranstaltungen. Man trifft sich vielleicht im Café und strickt einfach zusammen. Jeder bezahlt sein Frühstück selbst oder man schenkt sich gegenseitig noch das Frühstück dazu. Aber, also nicht gegenseitig, sondern eine der anderen. Aber Strickzeit ist auch wertvoll. Ihr wisst das alle. Ohne diese Strickzeit würde unser Hobby nicht existieren.
Also kann man die gemeinsame Strickzeit und schöne Gespräche halt eben auch verschenken und das kostet nichts, beziehungsweise das kann quasi von 0 bis unermesslich viel kosten, je nachdem, wie man das Begleitprogramm gestaltet. Genau. Oder halt gemeinsame Besuche in Wollshops, ja, dass man eine Freundin, wenn man vorhat, irgendwo hinzufahren, zum Beispiel aus Bielefeld nach Detmold. In Detmold gibt es einen schönen Shop und dann verabredet man sich und fährt zusammen. Ja, das ist dann auch sowas wie gemeinsame Zeit, gemeinsamer Besuch von einer strickrelevanten Location und das macht auch Spaß. So, und dann fangen wir jetzt mit den einzelnen Kategorien an. Ich habe sie dann immer, ja, so preislich abgestuft und entsprechend genannt. Wir fangen mit dem XS-Budget an von 0 bis 5 Euro oder bis 10 vielleicht. Ne, machen wir 0 bis 5 Euro. Dann, also in diese Kategorie würde zum Beispiel das Ticket zum Wollfest in Kassel fallen. Ja, das Ticket zum Kasseler Wollfest hat 5 Euro gekostet und was sehr, sehr günstig ist, finde ich, für die großartige Organisation, die dahinter steckt, für die großartige Location, die da war. Das war wirklich sehr erschwinglich. Und ja, was kann man dazu sagen? Ich habe schon mal ein Ticket zum Düsseldorfer Wollfest verschenkt an eine befreundete Strickerin, die in der Nähe von Düsseldorf wohnt. Das hat sich ganz spontan ergeben. Sie hat sich sehr gefreut. Sie hat sich dann auch noch revanchiert mit dem Mittagessen dafür, was von mir natürlich nicht beabsichtigt war, aber trotzdem sehr schön war. Und das Essen war sehr, sehr, sehr lecker. Also schöne Grüße an dich, falls du guckst, an dieser Stelle, Merit. Das war wirklich ein unglaublich schöner Tag damals in Düsseldorf. Ich habe den sehr genossen. Und du hast, glaube ich, auch Spaß gehabt. Also das war wirklich sehr schön. Auf jeden Fall immer ein gutes Geschenk für eine befreundete Strickerin. Ja. Dann, was auch sehr günstig sein kann und in diese Kategorie fallen würde, sind natürlich Maschenmarkierer. Also je nachdem halt, wie viele Maschenmarkierer man dafür kaufen kann, ist das immer eine schöne kleine Aufmerksamkeit. Ja, ich habe deswegen, also ich habe jetzt nicht großartig meine Maschenmarkierer ausgesucht, aber ich habe einfach nur einen rausgesucht, den ich sehr schön finde und der weniger als 5 Euro zumindest alleine kostet. Ich habe den geschenkt bekommen, also ich habe ihn als Set mit 2 oder 3 weiteren Maschenmarkierern von Jana von Finnish Knitting Stories bekommen, als ich bei ihr eingekauft habe. Ich bin ja Patronin auf ihrem Patreon-Kanal, weil ich ihren Podcast sehr schön finde und sie auch als Person sehr, sehr nett finde und sie ein bisschen unterstützen möchte und habe da was gewonnen und habe quasi die Chance genutzt, noch was zu bestellen aus ihrem Shop. Sie färbt selbst verschiedene Garne und ich habe ein ganz, ganz tolles Garn bei ihr bestellt und sie hat mir unglaublich viele so kleine Geschenke dazugelegt und unter anderem halt solche Maschenmarkierer und die sind wirklich sehr schön. Und ich gehe davon aus, dass sie vielleicht im Set sogar unter 5 Euro gekostet haben oder nicht viel mehr als 5 Euro. Anderweitig oder ansonsten ist das ein sehr großartiges Mini-Geschenk. Aber ich bin mir sicher, man kann unter 5 Euro auch Sets finden mit so ähnlichen Maschenmarkierern. Was auch noch in die Kategorie 0 bis 5 Euro, also in XS-Budget fällt, wäre ein Garntausch. Ja, bei einem Garntausch geht es ja darum, dass man die Garne, die man selbst nicht mehr haben möchte oder nicht mehr verwenden möchte, die aber noch durchaus verwendbar sind, mit jemandem tauscht. Und also man muss nichts extra zahlen. Natürlich hat man die Garne bezahlt, aber wenn man sie nie verwendet, dann werden sie halt, also sie verursachen keine Kosten, wenn sie liegen, aber sie bringen halt auch keinen Nutzen. Deswegen würde ich das in diese Kategorie packen. Das Einzige, was an Kosten vielleicht dazukommen kann, ist der Versand, wenn man einen Garntausch halt per Post macht. Ich habe auch schon Garntausch gemacht, nicht per Post. Ich habe das quasi persönlich ausgetauscht und waren das 0 extra Euros, die dazu gekommen sind. Deswegen würde ich das auf jeden Fall in diese Kategorie packen. Und das ist ja eher so ein kleines Event, glaube ich, als ein Geschenk im eigentlichen Sinne des Wortes. Aber ich habe das trotzdem in diese Kategorie gepackt und präsentiere euch. Dann die nächste Kategorie, das S-Budget von 5 bis 15 Euro.
Da könnte man auch das Wollfestival in Düsseldorf hinpacken quasi, also ein Ticket zu einem Wollfestival, weil das Düsseldorfer Wollfestival, also der Eintritt hat 12 Euro, glaube ich, gekostet. Wäre also auch in dieser Kategorie möglich. Dann gibt es natürlich andere Sachen, die man schön auch als Geschenk verpacken kann, die in diese Kategorie fallen. Zum Beispiel 1 oder 2 Sockenwollknäuel auf Kohlen, weil sie schön aussehen. Und hier habe ich ein Exemplar. Ja, also ich habe dieses hier, von wem ist das eigentlich? Watercolor Sock von Laine du Nord, glaube ich, heißt das korrekt ausgesprochen. Ja, sieht so aus. Es gibt auch andere Färbungen. Man sieht, hier sind verschiedene, also so Farben drin. Das wird diesen Farbverlauf ergeben, wenn man das korrekt verstrickt. Und das müsste für 2 Socken reichen, soweit ich weiß. Ich weiß nicht mehr genau, was das gekostet hat, aber auf jeden Fall hat das weniger als 15 Euro gekostet. Ich habe 2 Kohlen gekauft, damit ich für mich und meine Tochter Socken stricken kann. Ja, das ist einfach nur, natürlich kann man auch einfach nur Sockenwollknäuel oder verschiedene andere Garne, Stränge kaufen. Hier geht es aber um Geschenke und das, finde ich, kann man wunderbar schön in ein Papier, in ein schönes Geschenkpapier verpacken. Es ist halt einfach nur wegen der Krone, ist das eine, ja, aus meiner Sicht besser geeignet als Geschenk, als einfach nur ein Knäuel oder 2 Knäule. Ja, genau. Also falls ihr euch für die Farbe interessieren solltet, das ist Farbe 102. Das sind 420 Meter auf 100 Gramm, 75% Wolle und 25% Polyamid. Ja, also ein Geschenk aus der Kategorie S-Budget. Was man noch in dieser Kategorie gut verschenken kann, ist zum Beispiel ein Handtuch mit Schafen drauf. Ich habe hier eins, das ist frisch gewaschen und nicht gebügelt. Ja, also einfach nur ein Küchentuch oder ja, so einfach nur ein Baumwolltuch mit Schafen drauf. Und ich finde, das kann man wunderbar einer Strickerin oder gut, einem Stricker vielleicht auch, je nachdem, als ein kleines Geschenk schenken. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, was das gekostet hat. Das habe ich mir hier in der Nähe in Jollenbeck in Bielefeld gekauft. Da gibt es einen schönen Laden mit so verschiedenen Kram in diese Richtung. Das hat, glaube ich, mehr als 5 Euro gekostet, 5,90 Euro oder sowas. Aber auf jeden Fall finde ich das eigentlich immer ein passendes Geschenk, wenn es darum geht, ein kleines Geschenk halt irgendwie parat zu haben für eine Strickerin oder einen Stricker, der auch gerne mal in der Küche steht. Dann gehen wir langsam in teurere Kategorien über. Kategorie M-Budget, 15 bis 30 Euro. Hier gibt es natürlich schon mehr Möglichkeiten, etwas Haptisches quasi zu verschenken, was ja, so mehr nach Geschenk aussieht. Wobei, nee, das ist eigentlich Quatsch. Eigentlich ist es ja falsch, dass man sowas wie gemeinsame Strickzeit dadurch direkt abwertet. Das wollte ich gar nicht machen damit, ja. Was ich eigentlich damit sagen wollte, ist einfach nur, dass das halt so Gegenstände sind, die man so wegen der Wertigkeit schon so ein bisschen mehr schätzt vielleicht. Aber genau, und je günstiger es wird, umso abstrakter werden vielleicht die Werte dieser Geschenke, aber auf keinen Fall geringer. So, in dieser Kategorie M, bevor ich mich da reinrede und Unsinn quatsche. Da habe ich ein paar Sachen, die ich auch zeigen kann. Also ich merke, dass meine Erkältung noch nicht ganz weg ist, aber gut. So, was man hier verschenken kann, das ist, sowas habe ich schon mal gezeigt oder sogar ein paar Mal gezeigt, weil ich sehr fasziniert davon bin, also von diesem Instrument. Das ist eine Zopfnadel, eine silberne Zopfnadel beziehungsweise die kann man erwerben bei Madame Benoit. Und bei ihr auf der Internetseite steht auch, wer sie eigentlich anfertigt. Das weiß ich leider nicht mehr. So, aber also ich finde sie sehr bequem. Man kann halt von der auch abstricken, je nachdem halt, wie man sie reinpackt in
in die Maschen kann man, also eigentlich, genau, wenn man sie so reinpackt, dann kann man die Maschen danach halt auch abstricken, direkt von der Nadel. Das kann man natürlich bei anderen Nadeln auch. Ich hänge sie normalerweise so rein, dass ich danach die Maschen wieder zurück auf die linke Nadel schiebe. Das finde ich viel bequemer für mich und die Maschen werden dann auch gleichmäßiger, als wenn man sie von einer anderen, dünneren in der Regel Nadel abstrickt. Aber was hat das hier gekostet? Die hat 20 € gekostet. Ja, sie ist aus reinem Silber, ist relativ dick, so dass sie sich nicht, also zwar natürlich biegt, wenn man sie richtig biegen würde, aber sie ist schön stabil. Das war der erste Vorschlag in dieser Kategorie. Es gibt noch weitere. Es gibt auch silberne Maschenmarkierer bei Madame Benoit. Ich zeige sie mal hängend an einem anderen Maschenmarkierer. So, das ist ein Set. Also dieses dunklere, also so quasi Altsilberfarben. Das ist der größere Maschenmarkierer, wäre also der runden Markierer. Und dann gibt es dazu 4 kleinere, das sind diese helleren. Ja, die hängen bei mir an einem anderen Maschenmarkierer, die halten das zusammen. Und ihr seht, ich habe hier 2, andere 2 sind irgendwo in Arbeit. Da kostet das Set, ich glaube, 19,90 €, also 20 €. Ja, genau, sie passen. Ich finde, sie sind ein super Geschenk. Also ein super kleines, also kleines im Sinne, so ein Mini-Geschenk, einfach nur so physisch gesehen. Aber ein sehr wertvolles Geschenk für eine Strickerin oder einen Stricker. So, genau, das war das. Was noch in diese preisliche Kategorie fallen würde, wäre das, was ich bei Jana von Finnish Knitting Stories eigentlich gewonnen habe. Also war für mich kostenlos. Aber ich glaube, das würde auch in diese Kategorie passen, sind zum Beispiel Ohrhänger. Für diejenigen von euch, die sowas tragen. Ja, das sind sehr süße Ohrhänger. Ich würde sowas eigentlich im Sommer gerne tragen. Ich mag Ohrhänger eigentlich, wenn sie irgendwie praktisch sind. Das Problem ist nur, das sind Schals. Ja, das sind warme Schals, die kann man im Sommer nicht so gut tragen, weil, also mit meiner Fantasie ist mir dann direkt wärmer, wenn ich solche Schals an den Ohren trage. Ich weiß, völliger Quatsch, aber ihr versteht, was ich meine. Es passt halt so von Temperaturen her zum Gesamteindruck nicht. Ist aber nicht schlimm, kann ich vielleicht eben, ja, wenn es kälter wird, dann trotzdem noch tragen. Dann kann man in dieser Kategorie auch zum Beispiel sowas verschenken wie das hier. Das ist ein Armband, ein Maßarmband quasi aus Leder. Man sieht nicht so gut, was ich eigentlich zeigen wollte, aber ihr kennt das vielleicht auch. Ich werde die Marke, ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Oh doch, hier steht das. Finde ich das? Crossover Industries, My Knitting Place steht hier. Also wahrscheinlich, die Marke heißt dann, glaube ich, Crossover Industries. Ja, ihr seht, was der Sinn der Sache ist. Das ist ein Maßband von 0 bis 40 cm, also in meinem Fall bis 40 cm. Es gibt das Armband ist aus Leder und die gibt es in ganz, ganz unterschiedlichen Farben und in unterschiedlichen Längen. Man sollte dann halt die eigene Hand, also das Handgelenk messen, so dass man für sich ein Armband kaufen kann, das bequem zweimal halt umwickelt werden kann. Und dann, also ich trage das Armband fast immer, also in 99% meiner Zeit, wenn ich nicht schlafe, trage ich dieses Armband. Und ja, ich habe auch fast immer Strickzeug dabei, sodass ich dann immer wieder nachmessen kann. Das ist unglaublich bequem, also unglaublich praktisch, sowas dabei zu haben. Und das Ding hat, glaube ich, knapp unter 30 € gekostet. Man kann das vielleicht, also es gibt auch immer wieder Rabattaktionen in unterschiedlichen Läden, wo man die kaufen kann. Und das finde ich auch als Geschenk sehr, sehr gut. Und in dieser Preiskategorie gibt es, oder in diese Preiskategorie und in Preiskategorien darunter passen natürlich, und darüber auch, passen natürlich auch diverse Projekttaschen. Ich habe also den Vorschlag Projekttasche habe ich für diese Kategorie ausgesucht, weil ich glaube, so die meisten Projekttaschen, oder nicht die meisten, aber sehr viele Projekttaschen gibt es halt zu dem Preis von 15 bis 30 €. Nee, eigentlich gar nicht wahr.
Ich habe hier drei Projekttaschen zum Zeigen. Und eine gehört in diese Kategorie. Genau, ich habe sie aus unterschiedlichen Kategorien. Dann zeige ich diese erstmal. Ich habe hier so eine kleine Projekttasche. Für so ein Sockenprojekt wunderbar oder für ein kleines, für so einen kleinen Halswärmer. Ein kleines Tuch geht auch. Ich habe zum Beispiel dieses Dreieckstuch Vera von Lamana, von Lamana geschenktem Garn gestrickt. Und das passte hier sehr, sehr gut rein, weil das sehr dünnes Garn ist. Und ja, die Projekttasche ist aus Leinen zum Teil aus Baumwolle. Die habe ich mit noch ein paar weiteren Projekttaschen, mit einer größeren und noch einer kleineren aus Litauen bestellt. Falls ihr Interesse habt, werde ich das in den Kommentaren dann halt schreiben. Ansonsten, ja oder doch, ich suche mal raus, von wem das war und schreibe sie in die Beschreibung. Die Qualität des Leinens ist ausreichend für die Projekttasche, würde ich sagen. Ja, also es wäre kein Stoff. Also ich kenne mich mit Leinen nicht so gut aus. Ich habe ein Leinenkleid an und ich habe diese Projekttasche aus Leinen, teilweise zumindest. Und dieses Leinen ist dünner und irgendwie so härter, ja, als das am Kleid. Das am Kleid ist weicher und dicker und weniger durchsichtig, würde ich sagen. Ja, aber für die Projekttasche ist das wunderbar und die sind relativ günstig, aber nicht billig. Ja, also nicht so negativ gesehen billig, weil das ist ja auch Arbeit. Das ist, also hier ist Futter drin, hier dieser Tragedings hier drin oder dran. Ja, und ein Reißverschluss. Auf jeden Fall bequem, praktisch, kann man gut verschenken. Ich habe sowas auch also genau so ein Ding, einer Freundin geschenkt, die nicht stricken kann oder nicht strickt. Ich glaube, sie kann, aber sie strickt nicht. Einfach so, weil das so ein bisschen mich repräsentiert. Ja, ich habe auch genau dieses Bildchen gewählt, weil mich das an mich erinnert hat. Genau. Dann gehen wir zu der nächsten Kategorie, das L-Budget von 30 bis 60 Euro. So, natürlich geht auch bei 30 bis 60 Euro oder gilt auch für 30 bis 60 Euro, dass man da Projekttaschen für kaufen kann. Ich glaube, das ist tatsächlich jetzt auch die preisliche Kategorie, in der so quasi die meisten Projekttaschen verkauft werden. Das ist, glaube ich, so ein Break-Even-Point für Projekttaschen. Ich zeige die Projekttasche, die ich meine. Das ist diese hier. Das ist auch eine kleine. Ich glaube, ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern, wie die Preise waren und ich möchte jetzt auch nicht alle aussuchen. Jetzt habe ich auch vergessen, wie die Näherin und Strickerin, die dahinter steckt, heißt. Ich werde den Namen hier einblenden und auch in der Beschreibung eintragen. Hier bei diesen Projekttaschen das Besondere an diesen Projekttaschen ist, sie hat noch größere Größen, sie hat auch andere Farben und hier ist wirklich, scheint höherwertiges Leinen verwendet worden zu sein, sowohl innen als auch außen. Die Taschen sind also stabiler, sie steht halt die Tasche. Sie hat Taschen, also so Innentaschen drin, ich habe da auch ein Projekt drin, Innentaschen. Sie hat handbestickte Front. Ja, hinten ist nicht bestickt, vorne ist bestickt. Das ist sehr, sehr, sehr schön. Auf Instagram schreibt sie auch immer wieder, glaube ich, was so die einzelnen Bilder bedeuten, die sie stickt. Und hier, weil das Schöne ist halt, hier so ein Halbring dran, wo man Maschenmarkierer bzw. Fortschrittsmarkierer oder Maschenmarkierer dran machen kann, was ich ja auch getan habe, eher so als Dekoration. Ich verwende sie irgendwie nie. Die Tasche hat, glaube ich, 59, 56 Euro oder so oder weniger gekostet. Sie ist nicht billig, sie wird auch in Litauen produziert, aber sie ist hochwertig und wenn ich mir vorstelle, dass man definitiv länger als eine Stunde dafür braucht, ja, und 60 Euro für eine Stunde ist ja für eine selbstständig arbeitende Person nicht zu viel,
weil man davon auch noch alle Steuern und so weiter zahlen muss. Aber ich denke mal, man braucht so 2-3 Stunden, um das Ganze zu machen, ohne dass ich nähen könnte oder ohne dass ich das sticken könnte. Aber ich denke, schätze mal 2-3 Stunden und so gesehen ist der Preis für mich berechtigt. Genau, das ist dieser Vorschlag. Dann für 30 bis 60 Euro kann man natürlich auch schöne also mindestens einen oder nein, mehr als einen, also 2 wirklich hochwertige handgefärbte Stränge kaufen und verschenken. Das kann man natürlich auch in unserem Kontext des Beschenkens von Strickerinnen und Strickern machen. Wenn man zum Beispiel weiß, welche Handfärberin oder Handfärber die bestimmte Strickerin mag, dann kann man halt eine besondere Edition auswählen und da vielleicht 2 handgefärbte Stränge kaufen und verschenken. Das ist dann schon ein etwas höherwertiges Geschenk, das natürlich auch mehr Kenntnis über die Vorlieben des Beschenkten oder der Beschenkten benötigt. Und 2 Stränge, also natürlich kann man auch in allen anderen Kategorien 1-2 Stränge, mehr Stränge kaufen und verschenken. Warum habe ich jetzt nur bei 2 nenne ich, also ich habe so leichte Schwierigkeiten, mich zu konzentrieren, weil der Hund jault. Warum schlage ich jetzt vor, 2 Stränge zu schenken? Ja, natürlich kann man auch immer mehr schenken, dann weiß man ganz genau, dass zum Beispiel ab 3-4 Strängen kann man auf jeden Fall einen vollständigen Pullover daraus stricken. Aber ich glaube, bei 2 Strängen fängt es halt quasi an, dass man was Größeres stricken kann, zum Beispiel ein Schal oder ein Tuch oder ein Oberteil. Und verschiedene Vorschläge, was man aus 2 Strängen stricken kann, habe ich auch auf Ravelry unter 2 Fingering-Stränge gesammelt. Also gut, das sind dann immer 2 Fingering-Stränge, weil ich sehr gerne mit Garn stricke, das Fingering-Stärke aufweist, also Sockengarnstärke. Und mein neues Design, zu dem ich heute ein bisschen was zeige, wird wahrscheinlich für meine Größe 2 Stränge brauchen. Ich hoffe, dass die 2 Stränge reichen. Also geplant sind 2 Stränge. Genau, dann kann man natürlich verschiedenes Werkzeug für 30 bis 60 Euro schenken. Dazu zeige ich, ich weiß gar nicht, was kostete das denn? Nee, ich glaube, die haben mehr gekostet als... Genau, in der nächsten Kategorie, preislichen Kategorie, zeige ich 2 Nadelsets, aber ich glaube, es gibt auch für unter 60 Euro Nadelsets oder Häkelnadelsets, die man halt verschenken könnte, wenn man weiß, was noch fehlt vielleicht oder welche Marke besonders gemocht wird. Und aber ein besonderes Geschenk, das ich bisher noch nicht genannt habe, wäre ein Platz oder ein Zugang zu einem Seminar, einem Webinar, zu einem Thema zu schenken, für welches sich diese Strickerin oder der Stricker interessiert. So, ich habe jetzt echt Schwierigkeiten, mich zu konzentrieren. Durchatmen, nicht mehr auf den Hund atmen, durchatmen, nicht mehr auf den Hund achten, weitersprechen. So, was man in dieser Kategorie noch gut schenken kann, ist ein Seminar oder ein Webinar zum Beispiel für ein Thema, für welches sich diese Strickerin oder der Stricker, also der Beschenkte, die Beschenkte interessiert, zum Beispiel Fair Isle stricken, weiß ich nicht, Rundpassen stricken oder Raglan, ich glaube Rundpasse gibt es normalerweise gar nicht, Raglan stricken, also Raglan Pullover stricken und so weiter. Ja, es gibt ja verschiedene Online-Webinare bzw. Online-Seminare, die auch Webinare genannt werden oder Zugang zu irgendwelchen Online-Kursen vielleicht. Es gibt ja auch wirklich Plattformen, die Online-Kurse anbieten. Die gibt es auch viel günstiger als für 30 bis 60 Euro. In jedem Fall, wenn man weiß, wofür sich diese Person interessiert, oder man kann sich ja auch selbst alles schenken, eigentlich, was ich hier so aufzähle. Vieles von dem, was ich zeige, habe ich mir selber geschenkt. Ja,
Aber auf jeden Fall, denke ich, ist das ein Geschenk, das nicht viele bisher auf dem Schirm haben, was aber sehr gut, aus meiner Perspektive sehr gut ist. Ja, gerade für jemanden, der noch nie so lange strickt und noch nicht alle Techniken beherrscht und vielleicht immer wieder mit irgendeiner Technik hadert, wäre das etwas, was man gut machen kann. Irgendwas wollte ich gerade hier sagen. Ach ja, genau. Was man ganz gut machen kann, ist, wenn man zum Beispiel selbst, also wenn man gerne spinnen lernen möchte oder wenn man weiß, dass jemand anderer gerne spinnen lernen möchte, dann und findet keinen passenden Kurs, zum Beispiel in der Umgebung oder online und sowas. Aber man kennt eine Spinnerin, die ja, in der Umgebung wohnt und vielleicht, die sieht man vielleicht auf irgendwelchen Wollfesten oder Veranstaltungen in der Umgebung mit ihrem Spinnrad, mit anderen Spinnerinnen und so weiter. Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, dass wenn man diese Menschen anspricht, auf dem Fest zum Beispiel, oder man kann sie ja alle recherchieren online normalerweise oder oft, dann kann man sie anrufen oder anschreiben und fragen, ob eine Einzelstunde oder ob ein Seminar, ein halber Tag vielleicht gebucht werden kann. Und normalerweise freuen sie sich sehr, das weiterzugeben, was sie selbst können. Und dann kann man halt sich miteinander absprechen, zu welchem Preis das gemacht werden kann, wie viele Personen, wo das gemacht werden kann, ob Spinnräder vorhanden sind und so weiter. Ja, das kann man sehr häufig, sehr individuell miteinander vereinbaren. Hier kommen zum Beispiel in Frage so Workshops zum Färben von Wolle, zum Spinnen, zum Stricken von bestimmten Kleidungsstücken oder von bestimmten Formen zum Beispiel. Ja, also wie gesagt, Raglanstricken ist so ein im Moment sehr, sehr groß, was Termine oder was Workshops angeht. Gibt es relativ viele Anbieter. So, dann gehen wir zu der nächsten Kategorie. Das ist die XL-Budget-Kategorie von 60 bis 100 Euro. Da habe ich auch ein paar Vorschläge. Zum einen ein Wollwickler. Da werde ich ein Foto einblenden von dem Wollwickler, den ich selber zu Hause habe, den ich mal zu Weihnachten, glaube ich, von einem Freund geschenkt bekommen habe. Dann passend zum Wollwickler kommt auch eine Haspel. Davon habe ich mittlerweile 2. Ich hatte ganz lange die von Lücke gehabt, die werde ich auch einblenden. Und jetzt seit ein paar Wochen habe ich eine auch von Lücke. Ach so, die ich hatte, war von Knit Pro, glaube ich. Das war so eine, die man halt auf den Tisch stellen musste, mit so einem Kreuzfuß. Und jetzt habe ich eine, die man an irgendwas dran macht, so eine Schirmhaspel, die man quasi für beliebige Breite des Stranges oder den beliebigen Umfang des Stranges verwenden kann, weil ja, genau das war das Problem bei der ersten Haspel, die ich hatte. Da gibt es nur, ich glaube, 5 verschiedene Breiten und manchmal gibt es aber Stränge, die breiter sind als der breiteste Umfang, den man auf dieser festen Haspel einstellen konnte. Und das ist natürlich ein bisschen doof gewesen, weil dann hängt der Strang so ein bisschen runter und beim schnellen Drehen rutschte er auch runter und verhaspelt sich. Das ist natürlich nicht sehr praktisch, wenn man was wickeln möchte. Und auf dieser Schirmmütze kann man, die Schirmhaspel kann man breiter ziehen, so dass ich hoffe, dass man eigentlich alle Umfänge von Strängen damit wickeln kann. Und bisher habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich habe sie jetzt in dunkel, das ist Nussbaumholz, glaube ich. Und ich bin bisher sehr zufrieden. Sie sieht natürlich auch sehr edel aus. Und die müsste in diese Kategorie passen. Ja, je nachdem, wo man sie kauft, passt sie entweder in diese Kategorie, also in XL-Budget-Kategorie oder halt in die Kategorie darunter. Da muss man natürlich auch die Strickerin oder die Beschenkte fragen, ob sie sowas schon hat oder sich wünscht. Weil jemand, der nie mit Garnen strickt, die in Strängen verkauft werden, braucht sowas natürlich nicht. Aber viele von uns brauchen sie. Und dann sind natürlich auch Nadelsets, so die quasi passen in diese Kategorie. Ich zeige 2, die ich habe, beide von Xiaogu. Ja, ich habe diese
Kurznadeln oder Nadelsets mit Kurznadeln von Xiaogu. Alle 3 habe ich, beziehungsweise nicht alle, das sind nicht alle, das sind 3, die ich habe. Es gibt noch mehr. Und hier fehlen jetzt ein paar Nadelspitzen, weil ich sie irgendwo verwende. Aber auf jeden Fall sieht das so aus. Man hat hier zum Beispiel Nadelspitzen von 3,5 bis 5 mm und man kann damit, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube bis 40 mm, bis 40 cm oder bis 30 cm könnte es sein, kurze Rundstricknadeln haben. Ja, das sieht dann so aus, dass man sie dann drauf dreht, logischerweise. Und damit kann man wunderbar, jetzt sieht man es gar nicht, damit kann man wunderbar Ärmel stricken. Ja, also hier passt mein Arm komplett durch. Und wenn man einen Ärmel strickt, der halt in der Breite nach unten geht, dann kann man mit diesen längeren Nadelspitzen stricken. Und man hat dann noch die kürzeren Nadelspitzen in allen Stärken. Die kann man dann für schmaleren Umfang nutzen. Die sind insgesamt 5 mm lang, 5 cm. So, genau, das ist sehr praktisch. Ich nutze sie sehr viel. Auch für Mützen, zum Beispiel für meine Tochter, nutze ich diese, weil ja, die hat entsprechend einen kleineren Kopfumfang. Oder für Cowls zum Beispiel, also für also Halswärmer, die in Runde gestrickt werden. Das ist sehr praktisch. In diesem gelben, vielleicht Warnung für euch, das ist etwas gewesen, was mir nicht bewusst war. Hier gibt es nur die längeren Nadelspitzen. Ja, also das Set ist halt so, da sind nur 4 verschiedene Nadelspitzen von 5,5 mm bis 8 mm, also beziehungsweise 5,5, 6, 6,5 und 8, die 7 fehlt, beziehungsweise ist nicht vorgesehen, die 7 mm Nadel ist ja sowieso so ein bisschen komisch, wird eher selten produziert, die gibt es aber. Wenn jemand von euch weiß, warum die 7 mm Nadeln grundsätzlich, also Nadelspitzen auch, irgendwie so stiefmütterlich behandelt werden und ja, so eine Rarität sind, bitte gerne kommentieren. Das würde mich sehr interessieren, warum das der Fall ist. Ich muss mal gerade kurz was notieren, was mir eingefallen ist. Und nun kommen wir zu der letzten Kategorie, das XXL-Budget. Diese Kategorie fängt ab 100 € an und ist quasi unbegrenzt nach oben, was Preise angeht. Ich habe auch ein paar besondere Geschenke oder Geschenkvorschläge hier eingetragen, die man entweder sich selbst schenken kann. Ja, manchmal muss man sich besonders teure, schöne Sachen schenken. Und ja gut, bei besonderen Menschen, bei besonderen Freunden, bei, weiß ich nicht, bei Familienmitgliedern oder so, Ehemännern, Ehefrauen, die vielleicht, ja, bei denen man sich so ein Geschenk gerne leisten möchte, die eignen sich natürlich auch als Beschenkte in dieser Kategorie. So, einmal der Vorschlag, Projekttaschen. Ich habe vor kurzem mir selbst eine ja, besonders teure und besonders schöne Projekttasche machen lassen von One Stitch Beyond. Auch unbeauftragte Werbung. Ich habe alles selber bezahlt. Ich zeige die Tasche zuerst. So, das ist die Tasche. So, das ist eine Ledertasche. Die sieht so aus. Also sie ist quasi eckig. Hier hinten keine Taschen. Hier vorne 2 Taschen, 2 flache Taschen, wo man so Sachen reintun kann. Hier One Stitch Beyond. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Das ist, glaube ich, andersrum. Genau, so. One Stitch Beyond. So. Ist ein bisschen unbequem hier am Tisch. Und innen drin hat sie einfach nichts. Ja, also sie ist innen drin so. Ist eine riesige Ledertasche. Wunderschönes Leder. Riecht noch nach Leder. One Stitch Beyond. Also der Tommy, der die Ledersachen, also für die Lederabteilung zuständig ist. Bei Karin ist ja für die Wollabteilung und so, Wollfärben zuständig oder Garnfärben zuständig und er ist der Ledermacher.
ich weiß gar nicht wie, Leder, ich weiß nicht, wie man Menschen nennt. Nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wie man Menschen nennt, die mit Leder arbeiten. Habe ich echt vergessen. Ich werde es, nee, ihr könnt es ruhig drunter schreiben. Ja, ich werde wahrscheinlich nicht alles schaffen, nachzuschauen, was ich hier so nenne und nicht weiß. Wie heißt denn das? Ich weiß, dass es ist natürlich ist es ein Beruf und es gibt auch einen Namen und ich kannte den auch. Aber der wird so selten verwendet, glaube ich, diese Berufsbezeichnung, dass ich es einfach nicht mehr weiß. Auf jeden Fall habe ich das Leder ausgesucht, sowohl die Dicke des Leders als auch die Farbe. Das konnte ich dann mit Tommy besprechen. Wir haben dann noch ein bisschen über die Henkel sprechen müssen, welches Leder, welche Farbe, welche Dicke da sein soll, damit sie gut halten, aber nicht so steif sind und die Tasche und so weiter. Also das ist eine richtige Ledermanufaktur, also sprich, ja, man kann in den Herstellprozess eingreifen, indem man bestimmte Präferenzen vielleicht aufzeigt, indem man sagt, okay, ich will, keine Ahnung, das so haben, hier eine Tasche ja, hier eine Tasche nein und so. Und damit kann man halt für sich eine eigene Traumprojekttasche vielleicht herstellen lassen. Es ist natürlich keine Projekttasche, die man so, ja, die nutze ich zumindest nicht im Haus, sondern wenn ich zum Beispiel meine Tochter zu ihren zahlreichen außerschulischen Aktivitäten fahre, dann muss ich dort oft warten, weil es ja nur eine Stunde dauert und dann warte ich dort. Also nehme ich genau diese Tasche, seit ich sie habe, und schmeiße da einfach alles rein. Ich schmeiße da meine kleine Umhängetasche, in der mein Portemonnaie und sowas liegt. Ich schmeiße da ein aktuelles Strickprojekt rein in beliebiger Größe. Ja, ich muss da überhaupt nicht befürchten, dass irgendwas nicht reinpasst. Ich schmeiße das rein. Ich schmeiße das Essen da rein für meine Tochter, also natürlich schön verpackt, damit Strickzeug und Essen nicht in Berührung miteinander kommen. Wasser zum Trinken. Ja, und was man sonst halt so hat, als ich jetzt erkältet war, war da natürlich meine halbe Hausapotheke mit dabei. Und das ist einfach nur, also dieses Gefühl, dass man eine Tasche nimmt, alles einfach reinschmeißt und sie mitnimmt und das gut aussieht, das liebe ich bei dieser Tasche. Ja, also diese Tasche ist ein Gefühl für mich. Ja. Also für euch selbst ist das vielleicht eine schöne Geschenkidee oder für ganz besondere Menschen in eurer Umgebung. Ja, wäre das, glaube ich, auch eine schöne Geschenkidee, so eine Tasche herstellen zu lassen, zu kaufen, so eine ähnliche Tasche zu kaufen. Was ich auch schön finde, es gibt so Teppichtaschen, da sind auch Taschen so ungefähr in der Größe, so wie so... ja, wie so Reisetaschen früher aussehen, ja, also sie sind dann unten breit und gehen dann so nach oben ein bisschen schmaler, also oben werden sie ein bisschen schmaler, wie so große Geldbörsen. Oben ist dann irgendwie so ein fester Rahmen quasi mit dem Verschluss und wenn man sie aufmacht, dann stehen sie dann auch so auf und ja, sie sind halt sehen halt so ein bisschen aus wie Teppiche oder Vorhänge und werden aus, ich glaube, so Vorhangstoff oder so ähnlichem Stoff halt ja, oder Möbelbezugsstoff oder sowas gemacht und ja, sie sehen dann so schön antiquiert, aber irgendwie auch cool aus. Sowas würde auch in diese Kategorie passen und sowas wird auch ja, von unterschiedlichen Strickerinnen halt oder Designerinnen auch mal als Stricktasche verwendet. Ich habe gehadert zwischen dieser Ledertasche und so einer Teppichtasche. Die heißen, glaube ich, also zumindest im Englischen heißen sie, glaube ich, Carpet Bags oder sowas. Und auf Etsy findet man einige. Ja, in jedem Fall habe ich gehadert zwischen diesen beiden Arten von Taschen und dann habe ich mich halt für eine Ledertasche entschieden, weil sie praktischer ist, ja, mit diesem Henkel, den man halt so drüber, oder mit diesen Henkeln, die man so drüber hängt. Dadurch, dass sie offen ist, dass man alles einfach nur reinschmeißt, schnappt und losfahren kann. Deswegen habe ich mich für die Ledertasche entschieden, aber so für euch als Option vielleicht würde auch so eine Teppichtasche vielleicht ein schönes Geschenk darstellen für jemanden. Die kann man auch günstiger teilweise kaufen. So, dann, was auch in diese Kategorie fallen würde, was auch keine 100 Euro, sondern deutlich mehr als 100 Euro kostet, wäre ein Strickwochenende. Es gibt ja
ich hab den Eindruck, dass es immer mehr davon gibt. Es gibt ja so Strickreisen, Strickwochenenden, Stricktreffen, die aber halt mit Übernachtung stattfinden, irgendwo an einem schönen Ort in der Natur oder am Meer irgendwo. Ja, sowas könnte man sicher auch verschenken. Ich habe sowas leider noch nie gemacht. Ich träume davon die ganze Zeit, aber bisher hat sich das nicht ergeben, dass ich sowas mitmachen konnte. Einfach zeitlich nicht, weil die bisher immer so liegen, dass ich da keinen Urlaub mehr habe oder ich kann das halt nicht mit meiner Tochter machen und dann habe ich niemanden, wo sie bleiben könnte. Das wäre vielleicht eine Idee. Also, wenn jemand von euch so eine Strickveranstaltung kennt, die man mit Kindern wahrnehmen kann oder wo es für Kinder Unterhaltung gibt, ich wäre dabei. Ja? Oder wenn jemand Interesse hat, so eine zu organisieren und da Ideen hat, wo man da unterkommen kann, zum Beispiel, weiß nicht, vielleicht, also jemand von euch hat vielleicht weiß ich nicht, ein eigenes Gästehaus oder Airbnb oder irgendwie so eine Location, wo Zimmer zur Übernachtung vorhanden sind, wo ja, Möglichkeiten zum Unterhalten der Kinder da sind, also sprich entweder eine Person, die sich mit Kindern beschäftigen kann und Interesse daran hat, und halt ein Spielplatz oder sowas, wo Kinder wirklich beschäftigt sein können. Meldet euch bei mir, vielleicht kriegen wir es ja irgendwie hin, so ein Strickwochenende für die Strickerinnen und Stricker unter uns, die Kinder halt in einem betreuungsbedürftigen Alter haben. Ja, das wäre, glaube ich, ganz toll und bisher habe ich sowas noch nie gesehen. Ja, also bei diesen Strickreisen oder Strickwochenenden ist keine Kinderunterhaltung vorgesehen. Wäre ganz cool, wenn wir da irgendwie was vielleicht entweder auf die Beine stellen könnten oder wenn ihr mir ein paar Ratschläge geben könnt, wo ich sowas finde. Ja, also ich kann jetzt nicht bestätigen oder nicht zusichern, dass ich dann auch direkt teilnehmen kann, weil da braucht man dann vielleicht auch Anreise, das kostet ja was und so. Muss man dann schauen, aber ich wäre wirklich dankbar für Empfehlungen oder für eure Meldungen, wenn ihr da irgendwas mit organisieren wollt und könnt. So, was also ich als letztes vielleicht noch nennen möchte, ist, was man hier in diesem Fall verschenken kann, ist zum Beispiel ein gemeinsamer Besuch von so einer Garnmanufaktur oder einem Garnhersteller, ein Woll-Outlet oder sowas. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ehrlich gesagt, warum ich das in diese Kategorie geschrieben habe, weil so eine Reise kann ja nicht so also muss nicht so teuer sein, dass sie über 100 € kostet. So einen gemeinsamen Besuch kann man vielleicht auch so quasi in jede Kategorie packen. Wenn man den Weg sponsort, dann könnte das bei so 50, 60 € vielleicht liegen für hin und zurück, vielleicht auch bei 100 insgesamt. Vielleicht meinte ich, oder vielleicht hatte ich im Kopf, als ich das geschrieben habe, einen Besuch im Ausland, wo man insgesamt halt einfach mehr ausgibt, weil man vielleicht fliegen muss oder so. Wovon ich träumen würde, ist zum Beispiel ein Besuch bei Sandnes Garn oder bei Hjelholz Ullspinderi oder so heißt das. Auf jeden Fall ein dänischer Hersteller von Naturgarnen. Die hätte ich gerne besucht. Ja, und das alles ist halt weiter weg und deswegen teurer. Ja, genau, sowas kann man auch, also im Prinzip, wie gesagt, in alle Kategorien packen oder halt, wenn man das komplett verschenkt, dann ist es natürlich die teuerste Kategorie, die möglich ist. Insbesondere, wenn man auch noch die Garne mitfinanzieren würde. Ja gut, das ist natürlich eine Utopie, dass jemand in der Nähe ist, der eine Strickerin wie mir zum Beispiel auch Garne mitfinanziert. Das muss auch nicht sein. Dann würde ich komplett ausflippen. Ich habe schon viel zu viele Garne zu Hause. Die muss ich verstricken erstmal. Ja, das war die Liste mit meinen Vorschlägen für Geschenkideen für das nahende für das nahende Weihnachten und die Adventszeit. Ich hoffe, ihr habt ein paar, ja, oder ihr habt Inspiration bekommen, was ihr vielleicht jemandem schenken könnt. Oder, wie gesagt, zeigt das Video oder die Liste zumindest euren Liebsten, die euch immer wieder mit Fragen löchern, was ihr denn haben wollt, so, weiß nicht, zu Weihnachten oder zum Geburtstag.
Vielleicht findet sich da was ihr auch haben wollt. Dann kann man das ja anmarkern und dann bekommt ihr etwas vielleicht, was ihr gerne haben wollt. Was ich vergessen habe, was mir jetzt noch einfällt, was vielleicht in die Kategorie so unter 30 Euro oder so unter 40 Euro fallen würde, wären natürlich diverse, wie heißen sie denn, so Notizblöcke oder Notizhefte für Projekte. Ich habe auch ein paar hier liegen. Das ist eins von Leine. Was steht denn da? My Knitting Notes. Sieht man nicht so gut. My Knitting Notes von Leine. Ja, das ist so ein ja, Festeinband oder wie das heißt. Hardcover halt. Wo man Informationen über eigene Projekte eintragen kann. Wo man auch eigene Größen, glaube ich, und sowas. Genau, hier sind zum Beispiel die Nadelstärken drin. Hier ist ein Zentimeter Lineal und ein Zoll, also Inch Lineal drin. Hier sind Abkürzungen, englische Abkürzungen, Strickabkürzungen drin. Dann kann man hier verschiedene, genau, dann kann man hier auch einen Garnvorrat erfassen. Das sind alles Projekte, die drin sind. Aber am Ende gibt es auch genau hier so ein bisschen Platz, um vielleicht Skizzen zu machen oder irgendwas in so riesigen Karos zu schreiben, zu zeichnen oder was auch immer zu machen. Genau, also sowas gibt es. Das hat, glaube ich, so knapp 20, 25 Euro gekostet, was aber ich noch ein bisschen schöner finde, weil das praktischer also ist, weil es halt dünner ist und man besser mitnehmen kann, ist so ein dünneres Heft von Madame Benoit. Das habe ich im Adventskalender letztes Jahr gehabt. Sammelsorium nennt sich das. Das hat Evelyn von Maschenträume schon vorgestellt, ganz ausführlich, deswegen mache ich es nicht ausführlich. Ja, das ist einfach ästhetisch unglaublich schön. Jule also die quasi Madame Benoit ist, sie hat einen ganz besonderen Sinn für Ästhetik, meiner Ansicht nach. Die Sachen, die sie macht, die sie selbst so weiß ich nicht, ja, macht, erstellt, designt, anstößt, die haben eine besondere Ästhetik für mich. Und das betrifft auch die Farben von ihren Garnen. Sie hat ja ein Handfärbeunternehmen mittlerweile, muss man sagen. Ja, genau, hier meine Maßtabelle wollte ich eigentlich zeigen. Hier kann man also eigene Maße reinschreiben. Ich habe da noch nichts reingeschrieben, glaube ich. Nee. Genau, aber hier, das sieht man, also die Bilder sind halt, die Farben, die Bilder, entspricht alles meiner Ästhetik. Auch dieses, dass sie in Großbuchstaben schreibt. Ich bin ja auch so eine Großbuchstabenschreiberin, wenn ich Zeit habe und Ruhe. Dann gibt es hier die kleine Faserkunde, die dann auch so wie handschriftlich gedruckt ist. Ja, das ist einfach nur ästhetisch besonders. Auch hier kann man Garne erfassen. So, genau, ich zeige das nicht komplett, wie gesagt, das hat Evelyn von Maschenträume schon ausführlich gezeigt. Da verweise ich quasi auf ihr Podcast gerne. Ja, und was ich noch verwende, das ist genau Sammelsorium von Madame Benoit, hat, glaube ich, 15 Euro. Also ich habe das nicht extra bezahlt, das ist im Adventskalender als Geschenk mit drin gewesen. Aber das kann man auch kaufen mittlerweile, das Büchlein, das Notizbüchlein. Und das kostet, glaube ich, 15 Euro. Ich weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall unter 30, weit unter 30. Was man aber noch deutlich günstiger kaufen kann und was für mich auch irgendwie praktikabler ist sowas. Ja, also welches Heft genau das ist eigentlich egal. Das ist jetzt von der Papiermanufaktur, Papiermanufaktur Rösler, gedruckt auf edlem Naturpapier aus mineralölfreien Ökofarben, Ökostrom aus Wasserkraft. Ja, das ist einfach nur ein Heft mit so Pünktchen,
Das sieht man gar nicht. Also ihr kennt ja diese Pünktchen, die jetzt in sehr vielen Notizbüchern verwendet werden, um so ein bisschen Struktur der Seite zu geben, um aber ja, keine, wie soll ich sagen, also nicht zu viel, nicht zu sichtbar zu sein. Zum Beispiel Linien und Karos, die sind ja, dominieren unter Umständen, je nachdem, wie hell man schreibt oder ob man zum Beispiel mit Bleistift irgendwas zeichnet. Deswegen habe ich mir dieses Heft ausgesucht mit quasi fast nicht sichtbaren Punkten. Das verwende ich suche gerade etwas, das verwende ich für meine Designideen. Ich zeige mal eine Seite, die überhaupt nicht aussagekräftig ist. Ja, also so sieht manchmal meine Notizbuchseite aus oder sowas. Ja, das ist auch nicht mehr, ja, also hier so die ersten Ideen aus dem Kopf fließen auf das Papier und dann kommen die Berechnungen als erstes natürlich mit rein, damit ja, das, was man im Kopf ist, auch die Form annehmen kann, die der im Kopf entspricht. So, bevor es zu kompliziert wird, höre ich damit auf. Das war die Liste mit Geschenkideen. Ich hoffe, wie gesagt, dass ihr da auch etwas finden werdet oder dass ihr zumindest Spaß hattet beim Zugucken. Und jetzt zeige ich noch ein paar Projekte. Ich merke, dass mein Hals so ein bisschen nachgibt. Und die Nase ist auch wieder zu. Aber gut. Ich bin mit einem Projekt fertig geworden. Das war ein Teststrick für Susanna Winter. Das ist auch Talvinitz, eine schwedische Designerin oder so. Auf jeden Fall eine skandinavische, vielleicht auch dänisch. Norwegisch eher nicht. Jedenfalls habe ich in einer meiner letzten Folgen schon über diesen Teststrick erzählt. Und jetzt ist der Pullover fertig. So sieht er aus. Der ist auch fertig gewaschen, wie heißt das? Gespannt. Ist sehr schön geworden. Ja, also man sieht hier, ich hatte so ein Rowan Tweed Garn. Man sieht, dass das ganz unterschiedliche Farben sind. In echt sieht man noch mehr Farben. Also in echt ist ja auch grün dabei und blau und so. Blau nicht. Also grün auf jeden Fall mit dabei. Grün, Rost, doch blau auch. Weiß quasi. Und ansonsten ist das Naturfarben so gräisch, also grau-beige irgendwie. Und dieses rosafarbene Garn, das war Filcolana Aveta in Pink Pale oder so. Ja, das ist etwas dünner, beziehungsweise bauscht sich nicht so auf oder gar nicht auf. Und das war, glaube ich, ganz gut geeignet für das Lesmuster. Ja, also ich finde, der Pullover ist gut geworden, ist noch zu groß für meine Tochter. Aber gut, bei Kindern kann man das, glaube ich, ganz gut machen, dass sie auch zu große Pullover gut tragen können, wenn sie nicht übermäßig zu groß sind. Und das sieht dann trotzdem okay aus. Ja, je nachdem halt, wie der Rest ist. Auch bei Erwachsenen geht das. So, was kann ich zu diesem Pullover sagen? Strickt sich sehr gut. Ich hatte keine Probleme gehabt beim Stricken. Auch das Lace-Muster ist eigentlich ganz gut. Was ich ein bisschen komisch finde, ist, also hier hinten werden die verkürzten Reihen gemacht, also um den Rücken etwas länger zu machen und den Sitz zu verbessern, erst nach dem Lace-Muster. Und ich glaube, das beeinflusst die Dehnbarkeit hier oben, weil das Lace-Muster ist irgendwie so gemacht oder ist so, dass es sich hier ganz schlecht dehnt. Ja? Also ihr merkt, ich versuche hier zu dehnen, aber hier ist irgendwo eine Grenze. Das hier dehnt sich mehr. Und das Lace-Muster in der Mitte des Streifens dehnt sich auch mehr, aber der Übergang dehnt sich irgendwie nur ganz schlecht. Ja, das liegt an dem Lace-Muster. Ja, das ist ja quasi so gemacht, dass hier abgenommen wird und erst dann wieder zugenommen wird. Und offensichtlich ist die Anzahl der Maschen hier am Anfang ein bisschen zu knapp für die Stelle.
ja, ich habe das deswegen auch gespannt, richtig gespannt an der Stelle, was ich normalerweise nicht mache bei Pullovern. Ich lege sie halt einfach nur hin und glätte sie, also mache sie halt so schön glatt, damit die Form schön ist, aber ansonsten mache ich nichts und hier musste ich so ein bisschen dehnen. Ja, aber ansonsten ist das ein sehr schöner Pullover mit diesem schönen Lace-Detail hier unten auch noch, ja, leicht zu stricken, Rundpasse. Wie gesagt, die verkürzten Reihen für den Rücken sind unterhalb der Lace-Streifen. Bei meinem Design, bei meiner First Impression Blouse sind sie ja oberhalb, was ich persönlich besser finde. Das habe ich quasi nicht nur gestrickt, um die Designerin mit dem Teststricken zu unterstützen, sondern auch um zu schauen, wie sie das gelöst hat mit den Lace-Streifen und den verkürzten Reihen. Und ja, bin nach wie vor überzeugt, dass meine Lösung gut war. Genau, das ist ein fertiges Projekt. Dann habe ich hier noch meine 4. Version der First Impression Blouse, bei der ich ein bisschen weitergekommen bin. So, das ist ja die Plain-Version, also eine Version ohne Muster, ganz ohne Muster, und also auch ohne Lace-Streifen. Jetzt habe ich es. Das ist ja die Version, bei der ich gar kein Muster habe, die einfach nur plain, also einfach nur glatt rechts gestrickt wird und die auch einen etwas anderen Kragen hat, beziehungsweise einen anderen Saum hat und überall unterschiedliche Abschlüsse, also andere Abschlüsse haben wird als in meiner ersten Version der First Impression Blouse. So. Aber die Zahlen sind alle gleich. Ja? Also ich stricke diese Version mit Modifikationen bei Designelementen, aber ohne Modifikationen bei den Zahlen. Ja? Ich stricke einfach meine Größe 100% nach den für meine Größe in dem Design errechneten Zahlen. So, und ich habe das schon anprobiert. Das passt perfekt, logischerweise. Der Kragen ist ein doppeltes Bündchen. Dann die Ärmel werden leicht ausgestellt sein und der Körper wird leicht ausgestellt sein mit normaler Länge. Und sonst ist halt nichts. Ja, also sonst einfach nur meine Standardanleitung gestrickt, ohne Lace-Streifen. Die Bündchen werden unten auch anders sein als in der Standardanleitung, so wie der Kragen, aber nicht, also die Bündchen werden nicht wie der Kragen sein, aber anders als in der Standardanleitung. Ich werde, wenn ich fertig bin, das alles als ein extra Dokument aufbereiten, als Ergänzung zu meiner Standardanleitung. Und diejenigen, die meine Standardanleitung kaufen, werden das kostenlos einfach hinterher bekommen. Ja, also alle, die über Ravelry gekauft haben, werden das über Ravelry einfach in die Bibliothek quasi zugeschickt bekommen und werden eine E-Mail-Benachrichtigung dazu haben. Diejenigen, die über Etsy gekauft haben, werden einfach von mir eine E-Mail bekommen mit der PDF. Ach ja, diejenigen, die über Etsy die Anleitung kaufen, können auch gerne mir den Ravelry-Namen schreiben, falls ihr einen Ravelry-Account habt. Dann werde ich einfach die Anleitung kostenlos in die Bibliothek legen. Ja? Dann muss ich bei euch keine extra E-Mail schicken später, wenn ich Updates mache. Ja, das wäre für mich eine große Hilfe und für euch sicherlich bequem, wenn ihr wollt. Ihr müsst das natürlich nicht. Dann gibt es zu Ravelry noch eine Anmerkung. Normalerweise, oder bei Ravelry kann man meine Anleitung nur kaufen, wenn man auch einen PayPal-Account hat. Je nachdem, von welcher Designerin man über Ravelry was kauft, kann man das auch nur so oder halt auch mit einer Kreditkarte ohne PayPal-Account. Bei mir ist das so, weil ich eine Art von PayPal-Account habe. Über mein Account wird das ja auch quasi mit abgefertigt. Bei dem Account habe ich keine Möglichkeit, einfach nur Kreditkartenzahlungen anzunehmen. Deswegen klappt das nicht, wenn ihr einfach nur mit einer Kreditkarte bei Ravelry zahlen wollt, ohne dass ihr einen PayPal-Account habt. Mit einem PayPal-Account könnt ihr das ohne Probleme kaufen. Auf Etsy braucht ihr keinen eigenen PayPal-Account, also könnt ihr das auch einfach nur mit einer Kreditkarte oder vielleicht mit anderen Methoden auch kaufen. Und
ich habe im Moment einfach keine Zeit, mich mit PayPal auseinanderzusetzen. Das werde ich irgendwann zur gegebenen Zeit machen. Aber im Moment ist das quasi eine Umständlichkeit, die, ja, die ich jetzt nicht reinkriege irgendwie in meinen Tagesablauf. Ich werde das irgendwann machen, weiß ich noch nicht genau wann. Und da es eine Möglichkeit gibt, über Revelry oder über Etsy zu kaufen, hoffe ich, dass das kein Problem ist. Und es wird demnächst auch die Möglichkeit geben, über Lovecrafts zu kaufen. Ich weiß nicht, ob ihr diese Plattform kennt. Es gibt ja Lovecrafts als Plattform, um Garne, Stoffe, Nadeln, alles Mögliche zu kaufen. Und da kann man eben auch Designs bzw. Anleitungen kaufen. Da bin ich schon längst angemeldet, also schon länger angemeldet als ja, Nutzerin. Und da habe ich auch schon mein Design, also diese Anleitung, übertragen. Und sie wird gerade, glaube ich, geprüft immer noch. Ich muss da mal reingucken. Und vielleicht gibt es da auch mehr Zahlungsmöglichkeiten oder Zahlungsmethoden, die man einsetzen kann. Das werde ich dann vielleicht in der gegebenen, also irgendwann zur gegebenen Zeit sozusagen, wenn ich da Infos habe, entweder im Podcast oder irgendwo anders erläutern. Genau, das war das zweite Projekt, das ich zeigen wollte. Und dann hier noch ein Projekt, bevor ich hier fertig werde. Ich habe ich habe mehrere neue Designs, nicht nur im Kopf, sondern bereits auch auf Papier. Und ja, springe so ein bisschen zwischen ihnen, weil irgendwie macht das so viel Spaß, dass ich ständig, wirklich ständig, wenn ich unterwegs bin und keiner mit mir redet, darüber nachdenke, wie ich da weiterkomme. Und gut, mein Gehirn ist grundsätzlich so, dass wenn ich eine Aufgabe habe, dann versteift er sich oder verbeißt er sich in diese Aufgabe, mein Gehirn verbeißt sich oder mein Kopf verbeißt sich in diese Aufgabe und jede Minute, die mein Kopf zur Verfügung hat, um nachzudenken, wird darauf verwendet, diese Aufgabe zu lösen. Das ist natürlich recht praktisch, wenn man Aufgaben zu lösen hat. Ist ein bisschen belastend, wenn man eigentlich über was anderes nachdenken sollte. Aber worauf ich hinaus wollte, ich habe auch schon mehrere Designs angefangen zu stricken, also immer meine Größe. Und eins davon zeige ich. Man sieht noch nicht so viel. Das wird aber auf jeden Fall ein T-Shirt. Und das passt sehr gut zu meiner Geschenkeliste, die ich heute präsentiert habe, weil es um 2 Stränge geht. Ja? Und zwar, also ich zeige jetzt schon, geht es um 2 Stränge von La Bien-Aimée. Das ist ein Non-Superwash Garn von ihr, nennt sich Twist Nouveau, sind 400 Meter auf 100 Gramm. Non-Superwash Merino, Farbe Fiori. Ich finde die Haptik sehr, sehr, sehr schön. Aber die Optik, ja, also die Farben gefallen mir schon. Aber als ich es bestellt habe, wusste ich noch nicht, dass ich High Twist, also stark verzwirnte Garne, optisch nicht so mag. Ja, also, ja, wie gesagt, man sieht, dass es stark verzwirnt ist. Und das sieht man natürlich im Gestrick auch. Gut, ich habe nicht so viel gestrickt, dass ich es zeigen könnte, vor allem, weil ich im Moment gerade nicht mit dem Garn stricke. Also, was ich euch zeigen kann, sieht so aus. Tick. Ja, also ein völliges Durcheinander, weil die Nadeln natürlich zu kurz sind. Was ihr aber sehen könnt, das wird, also ich stricke etwas von unten nach oben, weil die Konstruktion dieses Oberteils anders, nur schwer umzusetzen ist, aus meiner Perspektive. Also wird das ein Design von unten nach oben sein, aber in Runden. Ja, ich stricke in Runden. Und es wird halt ein paar Designelemente haben, die hoffentlich das Oberteil schön machen. Und man sieht auch, das Oberteil wird recht breit sein. Oder weit, recht weit. Also weil, wie gesagt, ich habe nicht genug Platz hier auf dem Seil. Und was noch? Es wird halt Farbakzente geben. Ja, also ich habe provisorisch angeschlagen mit dem Garn von La Bien-Aimée. Das sind die 2 Reihen am Anfang. Und dann stricke ich aber erstmal nicht viel mit dieser Farbe. Das ist von wem ist das? Life in the Long Grass? Nein.
ich weiß es nicht mehr genau. Also auf jeden Fall habe ich hier ein Sockengarn, also handgefärbtes Sockengarn in diesen Farben. Handgefärbtes Sockengarn in diesen Farben. Ja, ich bin nicht dazu gekommen, daraus Socken zu machen. Ich habe das aber wirklich zerkleinert. Den Strang habe ich zerkleinert und ja, naja. Was kann ich nur dazu sagen? Es wird ein Oberteil für 2 Stränge sein. Ich hoffe, dass ich für meine Größe die 2 Stränge nicht vollständig verwenden kann, sodass zumindest noch eine Größe über meiner auch mit 2 Strängen strickbar ist. Beziehungsweise auch hier ist die Idee, dass ich eine Standardanleitung mache, die man abwandeln kann. Und da werde ich halt auch überlegen, was abgewandelt werden, also welche Vorschläge ich mache zu Modifikationen. Und einer dieser Vorschläge wird sich darauf beziehen, dass wenn man mehr als 2 Stränge braucht, was man stattdessen machen kann, quasi, um nicht mehr als 2 Stränge eines besonderen Garns zu brauchen, sondern wie man das vielleicht mit Resten oder mit anderen Restgarnen so ein bisschen lösen kann, dass man bei 2 Strängen bleibt. Dann kann man, glaube ich, ganz gut, ich musste gerade an meine Sendung, also an meine Folge denken, in der ich über besondere Garne, Traumgarne und Traumprojekte oder so gesprochen habe. Auf jeden Fall habe ich da halt auch diese Stränge gezeigt von La Bien-Aimée. Ich neige grundsätzlich dazu, wenn ich einen besonderen, in der Regel leider auch teuren Strang kaufen möchte, dass ich dann nicht einen, sondern 2 kaufe, weil einen zu kaufen schränkt mich zu sehr ein bei der Auswahl von Projekten, die daraus gestrickt werden können. 3 zu kaufen ist mir dann in dem Moment zu teuer, also kaufe ich einfach 2 als eine Kompromisslösung. Und dann habe ich halt ganz viele Garne, besondere schöne Garne, immer in 2 Strängen. Und ja, gucke sie mir an und denke, ja, toll, was mache ich draus? Und jetzt ist das quasi mit der Auslöser gewesen, um dieses T-Shirt zu entwerfen, um halt eine Standardanleitung für 2 Stränge zu haben. Ich hoffe, das geht so auf, wie ich es mir vorstelle. Ich glaube, ich bin durch. Ich bin schon wieder weit über 1 Stunde. Jedenfalls so mit allem drum und dran. Ich werde die Folge noch schneiden müssen, weil ich zwischendurch so kleine Hustenanfälle hatte. Aber ich fürchte, sie wird wieder bei 1 Stunde liegen. Aber gut, es gibt, glaube ich, viele von euch, die sich freuen. Ach, jetzt fällt mir schon wieder was ein. Ich habe mir das sogar notiert. Es gab mal eine Zuschauerfrage, als ich über Lamana-Garne gesprochen habe, die mir ja freundlicherweise von Lamana zur Verfügung gestellt wurden, habe ich immer wieder gesagt, dass ich mit Alpaka nicht stricken kann. Und die eine Ausnahme war bei den Lamana-Garnen, das Garn, wie heißt es denn? Also ihr Baby-Alpaka in Lace-Stärke. Jetzt habe ich vergessen, wie dieses Garn hieß. Das werde ich hier schreiben. Ja, ich werde das aufschreiben beim Bearbeiten, weil ich jetzt nicht mehr unterbrechen möchte. Das ist, wie gesagt, es gibt zwei Arten von diesem Garn, einmal handgefärbt und einmal nicht handgefärbt, handgefärbt in Strängen und nicht handgefärbt mit dem gleichen Namen, aber halt ohne das Wort handgefärbt in Knäulen. Und ich wurde von einer Zuschauerin gefragt, wieso ich mit allen Alpaka-Garnen, beziehungsweise mit allen Garnen, die einen signifikanten Anteil von Alpaka-Fasern aufweisen, nicht stricken kann, mit diesem aber schon. Weil das habe ich nämlich gesagt, dass ich das einzige Alpaka-Garn, mit dem ich eigentlich ganz gut stricken kann, dieses Garn ist. Und meine Antwort darauf ist, das ist ein Lace-Weight-Garn, also ein sehr dünnes Garn. Und das ist das ist irgendwie so Merino-weich. Das ist nicht Alpaka-weich, sondern Merino-weich. Es fühlt sich auch so an. Und ich verstricke dieses Garn immer in Kombination mit Mohair. Ja, das heißt, beim Stricken spüre ich Alpaka quasi gar nicht. Und ich glaube, das führt dazu, dass ich mit diesem Garn gut stricken kann. Die Projekte, die ich mit diesem Garn bisher gestrickt habe, waren immer
oder ich glaube zum größten Teil waren das also ein Faden von diesem Alpaka-Garn, Baby-Alpaka-Garn und 2 Fäden Silk Mohair. Ich glaube, dass, ja genau, eine Ausnahme war bei dem Kleid für meine Tochter mit so einem blauen Rock. Da habe ich auch einmal, also einen Faden von dem Alpaka-Garn verwendet und ein Faden von Silk Mohair, nicht von Almana, nicht von Lamana, sondern von einem anderen Hersteller und da war weniger Seide drin. Ja, das heißt, Mohair spürte man mehr. Und das überdeckt für mich gefühlsmäßig das Stricken mit Alpaka. Ja, weil mein einziges Problem bei Alpaka-Garnen ist nicht unbedingt die Kratzigkeit oder so. Es gibt ja, also Baby-Alpaka ist ja nicht kratzig. Oder es gibt auch so Brushed Alpaka, ist auch nicht kratzig, ist eher sehr weich. An der Haut finde ich das auch angenehm, aber in den Händen, also mein Problem ist das Stricken, nicht das Tragen, sondern das Stricken. Weil ich glaube, ich habe einfach zu trockene Hände und also entweder sind sie trocken und dadurch dann halt ist die Haut halt so, dass feine Fasern da dran so kleben bleiben oder ich creme die Hände ein und dann bleiben natürlich feine Fasern umso mehr kleben. Ja, das heißt, bei Alpaka habe ich kontinuierlich das Gefühl, dass das Garn ja so meine Hände beklebt. Ja, und das ist einfach nur naturgemäß ein etwas unangenehmes Gefühl. Aber ich habe keinen Ausschlag oder keine Allergie auf Alpaka-Fasern oder sowas. Ja, das ist halt wirklich reines Handempfinden. Ja, genau, das war die Antwort auf diese Frage. Und jetzt mache ich Schluss. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt ein paar Inspirationen geholt, was Geschenke oder Projekte angeht. Und ja, wünsche euch eine schöne Tages- und Wochenzeit oder einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr guckt und freue mich auf das Wiedersehen.